Ich bin mir nicht Hallo. sicher, aber ich glaube So, der. jetzt bin ich auch on air. Ja, eventuell auch mal gucken, wo ich bin. Oder nur noch sagen, wo du bist. Oder wie auch immer. Das Ding ist, ich muss oben raus. Aber ich weiß nicht wie. Muss ja irgendwie da. Wissen du jetzt überhaupt? Bei diesen ganz vielen Gebäuden, wo auch. Ja, keine Ahnung. Diese, wo die mehrere Gebäude sind. Das ist ungefähr, keine Ahnung. Warte mal, ich gucke mir mal dann Stream an. Ah, das ist hier bei diesem, wo das blaue und dieses Gewächshaus steht. Musst du rechts gehen. Blaue Gewächshaus. Ja, 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 warte mal. Boah, jetzt muss ich noch ein Stück zurück. Mal gucken, dass wir irgendwas zusammen lösen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Jetzt bist du ganz woanders. Ähm, ja, du hattest ja auch ein Boot, hä? Ja, ja, Ah, eigentlich. ich glaube, ich weiß, wo du bist. Ja, ja, ich bin auch da jetzt. Glaube ich. Ja, ja, da ist so eine Ruine. Ja, passt, genau. Jetzt muss ich nur den Anfang finden. Oh Gott, du bist hier schon voll weiter. Normal. Nummer. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich gehen muss. Oder wie ich stehen muss. Bei mir ist das Problem, ich weiß nicht, wo ich starten soll. Hm. Ich suche hier gerade in der Stadt die ganze Zeit die erste Tafel. In die Schabe nicht. Ah, ich glaube, doch, hier. Yes. Hm.
Hatte hier gerade schon beim ersten Rätsel. Bei der ersten Tafel. Hm. Und? Ich weiß nicht. Ich wollte kommen. Ich weiß nicht, wie man da durchgucken soll. Man muss ja oben rauskommen. Also oben links. Hm. Ich habe keine Ahnung. Weil es geht ja nur, dass du da durchgucken kannst. Ich bin hier gerade noch bei den ersten Tafeln, gucke da, aber komme mir auch nicht zurecht. Zusammen irgendwie einen neuen Ort gucken? Hm? Sollen wir nach einem neuen Ort gucken? Ausprobieren? Stimmt auch nicht. Ja. Ich guck mal woanders. Oh, hier ist. Ich keine Ahnung.
glaube, ich habe jetzt auch das Boot. Yep. Da oben gibt es auch so eine Villa mit Vulkan. Was ist da schon drin? Mhm. Ich glaube, da wollte ich rein, aber bin doch nicht reingegangen, weil ich dann hier gelandet bin. Okay. Oder warte, ich gehe da auch hin. Ja, ich falsch. Ach nee, da kam ich nicht weiter. Ja, meinst du, das schaffst du jetzt? Nee, ich glaube nicht. Weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Bin ich gerade auch am Test. Aber gerade nach einem Hinweis. Ich hab's geschafft. Ich auch. Bestimmt abgeguckt. Nee, nicht abgeguckt. Aber ich habe ein anderes Muster. Ich habe ein anderes Muster als so gezeichnet. Hat auch Ja, geklappt. stimmt. So, Sesam öffne dich. Ist ziemlich rot da drin. Wie kriegst denn du das jetzt auf einmal auf Anhieb hin? Keine Ahnung.
Jawohl. Hast du auch? Hast du auch das gleiche wie ich? Also Warte mal. bist du da gerade? Geh mal. Ja, ja, ich bin auch da, wo du bist, aber du hast wieder ein. Ja, bei dir ist das wieder anders gezeichnet als bei mir. Ah, nee. Nein, ich meine jetzt gerade, wo du jetzt bist. Ja, ja, das habe ich fertig. Da kannst du mal eben gucken. Das habe ich jetzt gerade geschafft. Sag mal wie, Ähm, weil du ich hab gehst. deinen Stream jetzt nicht auf. Ja. Das ist aber nur. Gehst ein. Nee, nee, einen nach rechts, dann einen hoch. Also, dann einen links. Okay. Rechts hoch, links, genau. Dann bis nach ganz oben. Wieso sagst du nichts? Sag doch mal weiter. Ja, warte. rechts runter, genau. So, nee, war schon Hä? richtig, was du gemacht hattest. Ja, egal. Ich versuch's ja. Ja, Okay, jetzt du brauchst uns zu lang. wie so eine Treppe. Ja, was kann ich dafür, wenn das Ja, mit dem Stream so lange ja, du dauert? brauchst halt meinen Stream nicht gucken. Du kannst mir einfach sagen, dann Ja, check ich okay. das schon. Ja. Jetzt nach oben, genau. Und fertig. Ja, guck ich den Stream halt nicht. Nein, so war das nicht gemeint. Nur, du, du guckst den Stream und ich weiß halt genau, das ist verzögert und dann kriege ich das nicht mit, was du da laberst. Boah, ey, das ist jetzt aber. Jetzt muss ich mir mal die anderen Dinger hier angucken. Boah. So. Bestimmt ganz simpel. Ne. Also. Und. Boah, ey. Jawohl. Ja, wie machst Ups. du das? Äh, keine Ahnung. Ich hab's auf jeden Fall geschafft.
Wenn du wissen willst wie, dann sage ich eben. Also Startpunkt, dann gehst Sag du einfach, wie viele hoch und... ja, einen hoch, einen rechts, einen runter, zwei rechts, Ja, ein... langsam. Ja, Ich fange nochmal von vorne an, langsam. ja, langsam. Ja, ein Ein hoch, hoch, ein ein rechts, rechts. ein runter, zwei rechts, ein hoch, ein rechts, ein hoch, zwei links, ein hoch, zwei rechts, nach oben raus. Das ist übertrieben. Ich denke mir, was ist los mit dem? Ui. Ganz viele bunte Farben. Ich weiß nicht. Ich genauso wenig.
nicht richtig. Auch nicht, ey. Wow. Jetzt ist so verflixt und zugenäht hier. Ist jugendgerecht auszudrücken, ne? Ich komme hier nicht weiter. Hilf mir mal. Ey, ich kapier das nicht. Ich auch nicht, absolut nicht. Ich hab schon so viele Sachen nachgedacht, die klappen könnten, aber irgendwie. Was ist das? Ich check es nicht.
Ich komme da auch nicht drauf. Ob ich draußen irgendwie was finde. Draußen kann man ja noch oben laufen, glaube ich, ne? Ja. Guck mal, ob ich da irgendwie was sehe. Ach, das ist der Laser. Kannst du... Ja? The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science. Whoever does not know it and can no longer wonder, no longer marvel, is as good as dead and his eyes are dimmed. It was the experience of mystery, even if mixed with fear, that engendered religion. A knowledge of the existence of something we cannot penetrate, our perceptions of the profoundest reason and the most radiant beauty, which only in their most primitive forms are accessible to our minds. It is this knowledge and this emotion that constitute true religiosity. In this sense, and in this alone, I am a deeply religious man. I cannot conceive of a God who rewards and punishes his creatures, or has a will of the kind that we experience in ourselves. Neither can I, nor would I, want to conceive of an individual that survives his physical death. Let feeble souls, from fear or absurd egoism, cherish such thoughts. I am satisfied with the mystery of the eternity of life, and with the awareness and a glimpse of the marvelous structure of the existing world, together with the devoted striving to comprehend a portion, be it ever so tiny, of the reason that manifests itself in nature. Albert Einstein, 1931.
funktioniert doch nicht. Ich komme nicht weiter. Ja, ich war jetzt oben an dem Berg, da war auch noch so eine Tür in den Bunker rein. Aber da komme ich auch nicht weiter irgendwie. Wo ist die Tür? Hm. Weißt du da, wo die Statue mit dieser Hand steht? Mit so einem Ja. ausgestreckten Arm? Genau, da kannst du dann an der Seite, also da kannst du, wenn du dich dann umdrehst, kannst du dann noch ein Stück weiter hoch. Und dann rechts um der Ecke ist das. So ein bisschen versteckt. Ja, geh mal zurück. Ihr Weg. Und dann guck mal auf der linken Seite. Warte. Mhm. Also quasi die Treppe wieder runter und dann linke Seite, dann siehst du das auf jeden Fall. Und da oben bin ich gerade auch. Da kannst du auch eine Tafel aktivieren. Aber was sie bringt, keine Ahnung. Steht an der Klippe. Ah, da hat sich eine Klappe geöffnet von der Kiste, die er hält. Muss Ja, wo es soll mehr eine Tür geben. sein? Warte. Ja, genau. Ah, ich habe hier ein Memo gefunden. Up there, you go around every hour and a half, time after time after time. You wake up usually in the mornings, and just the way that the track of your orbits go, you wake up over the Mideast, Toll. over North Africa. As you eat breakfast, you look out the window as you're going past, and there's the Mediterranean area, and Greece, and Rome, and North Africa, and the Sinai, the whole area. And you realize that in one glance, that what you're seeing is what was the whole history of man for years, the cradle of civilization. And you go around down across North Africa and out over the Indian Ocean and look up at that great subcontinent of India, pointed down Ey, das ist toward so you doof, wenn man da as you nicht go sehen past. kann. And Ceylon off to the side, Burma, Southeast Asia, out over the Philippines, and up across that monstrous Pacific Ocean. Vast body of water. You've never realized how big that is before. And you finally come up across the coast of California and look for those friendly things. Los Angeles and Phoenix and on across El Paso. And there's Houston. There's home. And you look, and sure enough, there's the Astrodome. And you identify with that, you know?
it's an attachment. And down across New Orleans, and then looking down to the south, and there's the whole peninsula of Florida laid out. And all the hundreds of hours you spent flying across that route, down in the atmosphere, all that is friendly again. And you go out across the Atlantic Ocean and back across Africa. And you do it again, and again, and again. And that identity, that you identify with Houston, and then you identify with Los Angeles, and Phoenix, and New Orleans, and everything. And the next thing you recognize in yourself is you're identifying with North Africa. You look forward to that. You anticipate it. And there it is. That whole process begins to shift of what it is you identify with. When you go around it in an hour and a half, you begin to recognize that your identity is with that whole thing. And that makes a change. You look down there, and you can't imagine how many borders and boundaries you crossed again and again and again. And you don't even see them. At that wake-up scene, the Mid-East, you know there are hundreds of people killing each other over some imaginary line that you can't see. From where you see it, the thing is a whole, and it's so beautiful. And you wish you could take one from each side in hand and say, look at it from this perspective. Look at that. What's important? And so a little later on, your friend, again those same neighbors, another astronaut, the person next to you goes out to the moon. And now he looks back and sees the Earth not as something big where he can see the beautiful details, but he sees the Earth as a small thing out there. And now that contrast between that bright blue and white Christmas tree ornament and that black sky, that infinite universe, really comes through. The size of it, the significance of it, it becomes both things. It becomes so small and so fragile, and such a precious little spot in that universe that you can block it out with your thumb. And you realize that on that small spot, that little blue and white thing is everything that means anything to you. All of history and music and poetry and art and war and death and birth and love, tears, joy, games, all of it is on that little spot out there that you can cover with your thumb. And you realize that that perspective, that you've changed, that there's something new there. That relationship is no longer what it was. And then you look back on the time when you were outside on that EVA and those few moments that you had the time because the camera malfunctioned, that you had the time to think about what was happening. And you recall staring out there at the spectacle that went before your eyes. Because now, you're no longer inside something with a window looking out at a picture. But now you're out there, and what you've got around your head is a goldfish bowl, and there are no limits here. There are no frames. There are no boundaries. You're really out there, over it, floating, going 25,000 miles per hour, ripping through space, a vacuum, and there's not a sound. There's a silence, the depth of which you've never experienced before. And that silence contrasts so markedly with the scenery and the speed with which you know you're going. That contrast, the mix of those two things, really comes through. And you think about what you're experiencing and why. Do you deserve this? This fantastic experience? Have you earned this in some way? Are you separated out to be touched by God to have some special experience here that other men cannot have? You know the answer to that is no. There's nothing that you've done that deserves that earned that. It's not a special thing for you. You know very well at that moment, and it comes through to you so powerfully that you're the sensing element for man. You look down and see the surface of that globe that you've lived on all this time, and you know all those people down there. They are like you. They are you. And somehow you represent them when you are up there. A sensing element, that point out on the end, and that's a humbling feeling.
It's a feeling that says you have a responsibility. It's not for yourself. The eye that doesn't see does not do justice to the body. That's why it's there. That's why you're out there. And somehow you recognize that you're a piece of this total life. You're out on that forefront and you have to bring that back somehow. And that becomes a rather special responsibility. It tells you something about your relationship with this thing we call life. And when you come back, there's a difference in that world now. There's a difference in that relationship between you and that planet, and you and all those other forms of life on that planet, because you've had that kind of experience. It's a difference, and it's so precious. And all through this, I've used the word you because it's not me. It's not Dave Scott. It's not Dick Gordon, Pete Conrad, John Glenn. It's you. It's us. It's we. It's life. It's had that experience. And it's not just my problem to integrate. It's not my challenge to integrate, my joy to integrate. It's yours. It's everybody's. Russell Schweikart, 1975. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ihr wisst und irgendwie helfen könnt, dann schreibt es gerne. So, dann beende ich auch wieder den Stream. Mal gucken, vielleicht streame ich heute noch. Wenn nicht, dann morgen. Ich wünsche euch was. Ciao. Ciao, ciao. Dann werde ich auch mal meinen Stream beenden, weil mir guckt eh keiner zu. Ja, ja. Ist ja auch gerade der erste Dingen. Ja, erstmal rumsprechen. Echt? Okay, alles klar. Jo. Jo, bis dann.